Hallo, ich zeige euch, wie ihr von Sony Ericsson Xperia Play das Touchscreen, also das Display, auswechseln könnt. Und ja, was wir dazu brauchen, ist natürlich das Handy, dann einen Schraubenzieher und dann noch so eine Kiste, wo ihr die Schrauben reintun könnt, weil die sind sehr klein und die kann man ganz schnell verlieren. So, jetzt mal das Akkudeckel entfernen. Dann noch den Akku. So, dann sind hier Schrauben, also hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Schrauben. Du musst jetzt alle mal entfernen. So, wenn ihr jetzt das alles entfernt habt, geht das eigentlich schon langsam ein bisschen auf, aber wir müssen noch zum Beispiel, also hier bei diesem weißen, dazwischen was rein tun, zum Beispiel einen Schraubendreher. Und ja, dann geht dann hier nach unten ziehen und das geht dann schon langsam so runter, wie bei mir jetzt. Okay, jetzt hängt es hinten. Dann musst du das hinten nochmal machen. So, dann könnt ihr das auch langsam raus tun. Okay, noch auf der anderen Seite. So, jetzt ist es draußen. So, wenn ihr jetzt das alles rausgetan habt, was ich jetzt davon gezeigt habe, dann müsst ihr hier und hier auch noch die 2 Schrauben raustun. Und ja, wenn ihr halt die Schrauben raus habt, in einen Schachtel oder in eine Box reintun, damit man sie nicht verliert. So, dann hier ist der Kopfhörereingang. Das könnt ihr auch jetzt raustun, aber da ist jetzt so ein schwarzes Plastik. Das hebt ihr ein bisschen rauf. Wenn das oben ist, so wie bei mir, dann könnt ihr das rausziehen. Also das nehme ich jetzt raus, damit man besser arbeiten kann. So, wenn wir das gemacht haben, dann können wir hier das auch langsam abheben. So, und hier aufpassen, das ist jetzt sehr wichtig. Hier ist das ist hier befestigt, das könnt ihr auch raustun. Okay. Jetzt ist es fast draußen. Und hier auch das gleiche. Da ist auch so eine Klippe. Und das halt draufheben und dann das rausziehen. So, dann könnt ihr das auf die Seite legen. Und jetzt kann man das auch raus tun. Das ist wie bei der PSP halt. Dann hier ist auch so eine schwarze Klippe, das auch raufheben. Und dann hier das langsam rausziehen, aufpassen. So. Und jetzt könnt ihr das so runterziehen. Und jetzt müssen wir das raustun, also hier oben drauf tun. Und dann hier auch. Und da müsst ihr echt aufpassen, weil drinnen ist das LCD und das kann auch kaputt gehen. Und dann einfach mal vielleicht hier unten drauf drücken, oben auf der Seite und dann müsste das langsam aufgehen. So, hier auf der Seite haben wir das. Und hier sehr vorsichtig sein.
So, oben ist das auch schon offen. Dann könnt ihr das auch langsam rausnehmen. Allerdings, ja, hier wieder aufpassen, damit man das schon raustun kann. Hier ist das LCD. Wenn ihr wollt, könnt ihr das auch sauber machen. Ach, also nicht mit Wasser, einfach vielleicht nur mit einem Tuch mal ganz langsam drüber gehen. Nicht drauf drücken oder so. Dann umkehrt hier hinlegen. Und dass es nicht kaputt geht. So, dann braucht ihr einen Föhn. Oder eine Heißpistole. Dann geht ihr mit dem Föhn ungefähr 1 Minute hier auf der Seite, weil das ist ja geklebt. Und wenn man das halt mit einer heißen Pistole oder mit einem Föhn macht, dann geht das besser raus. Und ja. So, ich habe es jetzt gemacht und man kann es langsam rausnehmen. Vorsichtig sein. Ja. Und hier ist manchmal Kleber oben und das müsst ihr raustun. Ja. Hier ist das kaputte Display. Ja, jetzt brauchen wir einen neuen. Und wir bauen das jetzt zusammen. So, sagen wir, das ist das neue Display. Weil ich habe jetzt keinen Ersatz hier. Ja, und jetzt zeige ich euch, wie ihr das zusammenbauen könnt. Also das kommt ja hier unten rein. Soweit ist alles klar. Dann braucht ihr die Tasten. Das kommt auch hier rauf. So. Dann brauchen wir das hier und das. Und das. Das legen wir kurz auf die Seite. So. Jetzt braucht ihr das hier, wie bei der PSP. Und macht ihr das auf, die Klippe. Und steckt das hier rein. Das ist manchmal, das ist echt schwer. So, man ist drinnen. Und jetzt schnell zumachen, bevor es rausgeht. So. Dann könnt ihr das rein tun. Hier ist noch die Kamera. Reindrücken. Ja. Jetzt brauchen wir das Display. Und wenn das halt bei euch oben ist, geht es ja nicht so gut raus. Deswegen runterziehen. Dann könnt ihr das nehmen. So. Und hier ranmachen. Und hier sind ja 2 Löcher. Und das heißt, dass diese 2 Sicherungsknöpfe auf diese Seite sein müssen. Und ja. Das müsst ihr halt dann drauf machen. Das ist schwer. Da muss man ein bisschen Fingerspitzengefühl haben. Das ist echt schwer. So, meins ist da dran. So, und jetzt kommt das hier unten rein. Und das hier auch. Und kann man dann schon langsam zumachen. Und ja. Und jetzt kommt das Display. Wenn ihr das so macht, dann dauert es halt nicht länger. Und wenn man das Display ranmachen will, dann muss man das wieder raustun. So. Dann kommt das hier rein, das drücken und das
runterziehen, damit wir das Display hier besser reintun können. Und hier aufpassen, damit das nicht reißt. Und dann hier wieder die schwarze Klippe rauf tun. Und dann das hier wieder rein. Ich weiß nicht, ob ihr das bei der Kamera gut seht. Ja, und dann wieder rein und dann gleich wieder zu. So. Dann könnt ihr das langsam wieder raufziehen. Und wieder dran machen. Das ist echt ein bisschen schwer. So, jetzt könnt ihr hier den Kopfhörereingang wieder rein tun. So, und dann gleich zumachen. Dann könnt ihr das so wieder rein tun. Und ja, wir sind schon fast fertig. Und hier auch noch die 2 Schrauben ranmachen. So, und jetzt könnt ihr das drauf tun. Festdrücken. Und dann jetzt wieder die Schrauben alle drauf montieren. So, wenn ihr jetzt alle Schrauben aufgetan habt, dann könnt ihr schon den Akku rein tun und den Deckel drauf. Und ja, jetzt schalte ich es ein. So. Und ja, hier steht schon Sony Ericsson. Hier alles geht. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Ja. Hier das alles geht wieder. Ja, danke fürs Zuschauen. Tschüss.